Da habe ich das erste Mal gespürt, dass in dem Stadion kannst du gegen jede Mannschaft der Welt gewinnen mit den Fans. Es sind für uns eigentlich 5 Endspiele und am Sonntag geht's los gegen direkten Konkurrenten. Er wird natürlich ein paar Ostereier suchen im Haus und dann wieder ins Stadion gehen. Pascal, bei uns im Büro, bei den Fans in der Stadt ist dieses Spiel von Dienstag, schon irgendwie auch ein denkwürdiges Spiel, immer noch Thema. Man spricht noch drüber. Wie denkst du mit ein bisschen Abstand heute über dieses Spiel? Ja, ich glaube, es war ein super Spiel. Irgendwie schade, weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir sie hatten, dass wir kurz davor waren. Wir hatten noch den einen oder anderen Moment, wo wir vielleicht das 3-0 oder das 4-1 dann hätten machen können. Ich glaube, dann hätten wir nochmal richtig Druck aufbauen können. Es ist irgendwie schade, aber ich glaube, an sich war es ein Top-Spiel und das haben wir leider in Barcelona dann im Endeffekt verloren, das Halbfinale. Aber gegen so eine Mannschaft zu Hause, die Performance, die sollte uns auf jeden Fall Mut geben und auch Selbstvertrauen geben jetzt für die letzten Wochen der Bundesliga. Ich glaube schon, dass wir verdient gehabt hätten, 2 oder 3-0 zu führen, 2-0 mindestens. Und an so einem Tag brauchst du natürlich dann den perfekten Tag. Da muss es wahrscheinlich 2-0 stehen oder 3-0. Da muss fast jede Chance reingehen, wenn du so ein Ergebnis noch drehen willst gegen so eine Mannschaft. Deswegen glaube ich, dass sie mit dem 1-0 schon gut bedient waren zur Halbzeit. Der Spielverlauf war eigentlich sehr gut für uns. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wir haben uns Chancen rausgespielt. Dann das 2-0 direkt nach der Halbzeit. Ich hatte einen riesen Glauben, dass wenn wir das dritte jetzt machen, weil ich weiß, wie das ist im Fußball, wenn du dann auch Barcelona bist und auf einmal merkst, dass es heute schwierig ist und dann das drehen willst, das funktioniert dann nicht mehr in so einem Spiel, auch nicht für die Jungs. Und deswegen hatte ich einen riesen Glauben nach dem 2-0. Ich glaube schon, das macht was mit einem, wenn man spürt, was für eine Intensität auch von den Tribünen kommt. Barcelona sind alles erfahrene Spieler, alles Weltklasse-Spieler, aber selbst die merken dann, dass es heute schwierig wird in dem Stadion. Und da habe ich das erste Mal gespürt, dass in dem Stadion kannst du gegen jede Mannschaft der Welt gewinnen mit den Fans. Ich habe ihm einfach nur gesagt, dass er in meinen Augen ein überragendes Spiel gemacht hat. Brutal zweikampfstark, unfassbar mutig verteidigt von hinten nach vorne. Und natürlich das Eigentor extrem unglücklich. Es war so ein Momentum, das ein bisschen kurz unser Momentum gekillt hat. Aber wir waren dann wieder da mit dem 3-1 und ich wollte ihm einfach sagen, dass er ein Top-Spiel gemacht hat. Wann ist denn die Enttäuschung über das Aus dem Stolz über die Leistung gewichen? Ja, ich glaube, man muss es dann irgendwann schon auch, wie ich gerade gesagt habe, das Hinspiel war dann einfach die Hypothek zu groß mit dem 4-0, aber die Leistung, das hat man schon direkt gespürt, weil wie die Fans uns unterstützt haben, wie die uns gepusht haben, die Stimmung im Stadion, habe ich so noch nicht erlebt und das war schon besonders. Es war ein Sieg. Aber natürlich ist man ausgeschieden. Aber trotzdem war, wenn man das Spiel einzeln bewertet, ein sehr, sehr gutes Spiel. Wie fällt dein persönliches Fazit aus deiner Champions-League-Saison? Sehr positiv, muss ich sagen. Ich glaube, die Champions-League-Saison war von Anfang an bis zum Ende eine sehr positive Champions-League-Saison von uns. Wir haben meistens gut gespielt. Es gab ein paar Ausnahmen. Natürlich das Auswärtsspiel in Barcelona. Auch vielleicht das Spiel in Bologna muss man streichen aus den Gedanken. Aber ansonsten, glaube ich, waren die Leistungen sehr positiv. Eigentlich durch die ganze Champions-League-Saison hinweg. Wenn man diesen Dienstag nochmal erlebt hat, sich nochmal vor Augen führt, jetzt mal ganz ehrlich, man kann sich doch eigentlich nicht vorstellen, dass es das in der nächsten Saison nicht geben soll, oder? Das ist schwierig. Ja, es würde extrem wehtun. Deswegen müssen wir alles jetzt in den letzten 5 Spielen, was in unserer Macht steht,
probieren, dass wir so weit oben kommen wie möglich. Wir haben natürlich auch da diese Saison schon leider zu viel verpasst. Aber jetzt haben wir in den letzten 5 Spielen, sollten wir positiv sein, von Spiel zu Spiel sehen. Und deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, Sonntag sollten wir angehen wie ein Finale. Wie bewertest du aktuell die Ausgangslage in der Tabelle für euch? Ja, die Saison ist verrückt. Wir haben eigentlich echt schon fast zu viel verloren, dass wir noch dieses Ziel erreichen können. Aber wenn man dann auf die Tabelle guckt, sieht man, dass noch alles möglich ist. Die anderen müssen auch erst spielen, aber wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen. Das ist das, was ich meine. Es sind für uns eigentlich 5 Endspiele und am Sonntag geht's los gegen direkten Konkurrenten. Und wenn wir was erreichen wollen noch dieses Jahr, müssen wir dieses Spiel einfach gewinnen. Gladbach steht aktuell 2 Punkte vor euch. Einfache Mathematik, mit dem Sieg seid ihr vorbei. Allein deswegen schon auch Pflichtsieg für euch? Ja, absolut. In der Saisonphase, wo wir sind, mit den Spielen, die wir leider schon verloren haben, ist es ein Pflichtsieg für uns, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen. Und mit der Einstellung, mit dem Mindset müssen wir da auch reingehen, dass da gar keine Zweifel aufkommen. Es ist ein sehr schweres Spiel, es ist eine gute Mannschaft. Die stehen auch nicht umsonst da zu dem Zeitpunkt der Saison, aber wir müssen einfach den Sieger zwingen. Hinspiel. Den Elfmeter möchte ich ganz bewusst auch ausklammern. Welche Erinnerungen hast du noch an dieses Hinspiel, an euer Spiel in Gladbach? Ja, wir haben 1-0 geführt durch eine super Einzelaktion von Jamie und dann 1-1. Ich finde, man kann ihn nicht ausklammern, 2 Elfmeter. Ich sage bis heute, dass das sehr strittig ist, meiner Meinung nach. Aber es ist Fußball und er wurde gepfiffen. Deswegen das ist abgehakt. Das war schon lange her und jetzt hoffen wir einfach, dass wir zu Hause die 3 Punkte holen und das ist eigentlich meine einzigen Gedanken. Was für ein Spiel erwartest du am Sonntag? Ich glaube, ein sehr schweres Spiel. Gladbach will natürlich auch die Chancen nutzen, die europäischen Plätze zu erreichen. Aber wir spielen zu Hause. Es wird ein sehr intensives Spiel. Wenn wir die Intensität und die Mentalität vom Dienstag auf den Platz bekommen, dann werden wir das Spiel gewinnen. Ich muss schon sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir die letzten Wochen über auch in der Bundesliga, wenn man Freiburg, Mainz, auch in München, dass ich das Gefühl habe, dass wir stabiler sind, dass wenn einer einen Fehler macht, dass der andere den ausbügelt, dass wir dass wir einfach auf dem Platz dieses Gefühl haben, dass wir schwer zu schlagen sind. Wir müssen das jetzt mit in die letzten Wochen nehmen. Es ist noch alles möglich und am Sonntag brauchen wir wieder eigentlich genau diese Intensität, diese Atmosphäre von den Fans, weil dieses Spiel am Sonntag ist für uns wie ein Finale in der Bundesliga, so müssen wir das sehen, so müssen wir die letzten Spiele angehen und da müssen wir wieder dieses Gefühl entwickeln. Ich glaube, wenn man auf dem Platz das Gefühl hat als einzelner Spieler, dass man, wenn man einen Fehler macht, dass der andere den ausbügelt, das ist das, was Niki, glaube ich, meinte. Das gibt ein Vertrauen auch in seine Aktionen, weil man weiß, es ist kein Problem, wenn man einen Fehler macht, der andere ist für einen da. Und diesen Zusammenhalt, diese Energie, die ist extrem wichtig und so gewinnen wir dann auch Spiele. Du hast das Spiel gegen Bayern schon ein paar Mal erwähnt. Ich muss da noch mal kurz nachfragen, wie oft hast du noch an die 90. Minute und deinen Lupfer gedacht? Sehr oft. Hat mich auch wieder einige Stunden Schlaf gekostet, weil man natürlich weiß, es war einfach eine Riesenmöglichkeit, das Spiel zu gewinnen, aufgrund dem Zeitpunkt von der Chance. Aber das guckt man sich 10-mal an und das geht einem durch den Kopf. Ich glaube, das ist einfach das Leben von einem Fußballer. Eine verpasste Chance oder ein Tor oder die Emotionen. Auch am Dienstag nach dem Spiel, da schläft man nicht ruhig. Es wäre dein erster Bundesliga-Treffer gewesen für den BVB. Da steht noch die 0. Vielleicht das auch noch so ein, sag ich mal, persönliches Saisonziel noch, dass da am Ende der Saison nicht die 0 steht? Ja, absolut. Die letzten Wochen über hatte ich auch einige Chancen, 2-mal den Pfosten getroffen, einmal die Latte. Und es wird schon Zeit, dass ich auch in der Bundesliga mein erstes Tor mache. Aber du hast ja, und ich erinnere mich, bei deinem Antrittsinterview gesagt, du siehst es als deine Aufgabe auch, dass die Jungs um dich herum gut aussehen. Du bist der Top-Vorbereiter beim BVB, 7 in der Bundesliga, 12 wettbewerbsübergreifend. Das zumindest Werte, mit denen du zufrieden bist, glücklich bist? Ja, und selbst die, glaube ich, könnten noch besser sein. Wie gesagt, jetzt habe ich schon das Gefühl, dass wir stabiler stehen, dass wir auch stabileren Fußball spielen.
im Moment. Und natürlich will ich da auch noch bessere Zahlen erreichen. Aber ich glaube, als Vorbereiter und meine Mitspieler drumherum besser zu machen, das ist meine große Stärke. Aber trotzdem, wenn ich dann die Chancen habe, würde ich sie auch schon gerne auch selbst reinmachen. Letzte Frage, das Spiel findet Ostersonntag statt. Klar, als Fußballprofi kennt man eigentlich keine Feiertage, vor allem nicht, wenn man lange in England war. Trotzdem, wie sieht denn sonst eigentlich Ostern im Hause Groß aus? Ja, wie früher bei mir. Meine Kinder suchen Ostereier, mein Sohn vor allen Dingen. Meine Tochter ist noch zu klein, aber der wird natürlich ein paar Ostereier suchen im Haus und dann wieder ins Stadion gehen. Versteckt die Ostereier dann auch der Papa? Ja, teilweise schon. Wenn ich zu Hause bin, dann schon.